Test Drive hat ein ganzes Jahr voller Höhen und Tiefen hinter sich, wobei sie sich die meiste Zeit eher im Keller befunden haben. Wir gehen heute einmal ein bisschen die Entwicklung durch und werden schauen, gibt es jetzt eine Kaufempfehlung von mir oder nicht? Lohnt es sich oder nicht? Wie hat sich Test Drive entwickelt? Ja, wir alle wissen, Test Drive hatte den Start aller Starts. Ja, hier in TDU hat gar nichts funktioniert und das, nachdem sie so viele Testphasen hatten. Das war ja schon mal der Startschuss in eine glorreiche Zukunft. Ja, ich habe einige Fehlerchen mir auch aufgeschrieben in den letzten Stunden, die ich dort verbracht habe. Insgesamt habe ich an die 100 Stunden in den letzten Wochen dort verbracht, wovon man 80 getrost vergessen kann, denn die saß ich eigentlich nur im Casino, um diesen AMG zu gewinnen. Wir werden natürlich auch auf ein paar gute Sachen eingehen. Wir wollen ja nicht nur schlecht über TDU reden. Ich meine, es hat viele Probleme, es macht aber auch viele Dinge gut. Und eine Sache wäre zum Beispiel, fangen wir einfach mal mit Year 1 an, der Launch. Season 1 können wir getrost übergehen, die ist nicht der Rede wert, war jetzt nichts Besonderes, paar neue Events und so weiter, nichts Wildes. In Season 2 kam dann Ibiza auf einmal. Ja, wirkt irgendwie so notgedrungen, ja, wir releasen ja mal so ein kleines Stück Vergangenheit. Und das war eigentlich auch schon das beste Update von ganz Year 1, kann man so sagen. Ja, weil Ibiza, man kann sagen, was man will, map-technisch haben die es einfach drauf. Hongkong ist sehr schön gemacht, sieht leider nur teilweise nicht so schön aus, durch Grafikprobleme bei der Engine und so weiter. Und auch Ibiza vor allem fühlt man sogar noch mehr und ich persönlich sage, Ibiza hat riesiges Potenzial. Die sollten auf jeden Fall sich da auf ihren Hintern setzen und zusehen, dass Ibiza schon bald eine große Map-Erweiterung bekommt. Möglich ist es auf jeden Fall, da wollte ich irgendwann noch mal ein Video zu machen. Es gibt zwei riesige Gebiete, die wahrscheinlich geupdatet werden dann irgendwann, wo aktiv gebaut wird. Und ja, Ibiza, sehr geile Map, schade leider, dass es dort nur Clubrennen gibt, keine normalen Rennen und so weiter. Ja, sollte man vielleicht mal ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen, weil ich glaube, den meisten Spielern gefällt es da einfach besser. Ja, Season 3 Clan War wurde abgesagt, das war auch eine gute Entscheidung von den Entwicklern, denn wenn eins nicht funktioniert in diesem Spiel, dann das PvP-System. Aktuell gibt es eigentlich nur noch die Ranglistenrennen und die müsste man theoretisch auch abschaffen, denn die bringen nichts. In der Regel gewinnen dort immer nur Betrüger, die mit irgendwelchen Makros oder sonstigen Tricks da rummogeln quasi, um die Punkte zu bekommen und man kann es ihnen nicht verübeln, denn das Spiel macht es ihnen einfach zu einfach und dementsprechend wird man da eigentlich fürs Nichtstun belohnt oder fürs halt Betrügen mehr oder weniger und ich weiß nicht, ob das so der Sinn der Sache ist, dass man da sagen will, ja, wir wissen, keine Sau spielt das richtig, aber wir ballern denn trotzdem ein bisschen Geld in den Rachen. Ist irgendwie unnötig, sollte man vielleicht mal gucken, ob man das nicht irgendwie abändert, dass wenn man das Rennen zum Beispiel neu startet, keine Punkte bekommt oder der Gegner abbricht, dann ist das halt so, aber auch das würde wahrscheinlich am Ende nicht richtig funktionieren, weshalb ich meine, weg damit, braucht kein Mensch. Ja, und dann sind wir auch schon bei Season 4, Casino. Ja, auch ein mehr oder weniger Reinfall, denn ja, ich habe 80 Stunden gebraucht, ein Kollege hat über 150 Stunden an diesem Automat verbracht, um diesen verkackten AMG zu gewinnen. Also diese Gewinnchance ist so random in dem Spiel, es macht absolut keinen Spaß. Teilweise sitzen die Leute da wirklich nur für den Wagen und man sieht es an den Spielerzahlen, wie so eine Katzentreppe geht's Tag für Tag abwärts. Und ja, nichts, worauf man stolz sein kann, dass man da ein paar Spieler mal ein paar Tage länger als sonst gehalten hat. Das lag einfach nur an dieser lächerlichen Gewinnchance und ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, aber seit dem komischen, ja, Maintenance, diesem kleinen Hotfix angeblich, gönnen die Automaten gefühlt sogar noch weniger. Viele reden davon, dass sie auf einmal noch mehr Minus machen als vorher. Ob da jetzt heimlich was verändert wurde oder nicht, wissen wir nicht. Können wir nichts zu sagen, aber vom Gefühl her glauben einige, da wurde heimlich die Gewinnchance allgemein vom Jackpot und so weiter nochmal runtergedrückt. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, die Entwickler gönnen nichts. Denn ja, das war hier eins, worauf gehen wir dann gemeinsam ein. Jetzt, also insgesamt kann man sagen, es wurden immer wieder Fehler gemacht, ja. Mit den ganzen Updates wurden auch ständig Events genervt, warum auch immer. Die Belohnung wurde immer runtergedrückt, sodass mittlerweile, ja, quasi der Glaube da ist und man einfach schwer davon ausgeht, ständig, dass die Entwickler und Verantwortlichen da absoluten Hasskick auf alle haben, die irgendwelche Rennen mehrfach fahren, nur um Geld zu machen. Bestes Beispiel ist dieses Highway to Heaven.
wurde so extrem genervt, man kriegt nur noch 10.000. Man ist damit irgendwie 70.000, 80.000 teilweise rausgegangen. Jetzt ist die Grundbelohnung nur noch 10.000 und ja, das ist ja fast schon boswillig, kann man sagen, weil warum nervt man etwas so kaputt? Die Spieler waren sich schon seit Anfang an über die Economy am Beschweren und die Entwickler gehen hin und nerven alles runter. Ja, Hauptsache du kriegst keine Belohnung, genau wie die Kronjuwelenrennen. Hauptsache weniger Geld, Hauptsache du musst viel länger spielen. Also das ist halt nicht der Sinn der Sache, damit haben die sehr viele Spieler vergrault. Ja, in Season 5 wollen sie die Economy wieder boosten, aber die Einsicht kommt leider spät und viele Spieler haben bereits die Befürchtung, dass irgendwo der Haken drin ist. Sei es die Rückkehr der 3 Rennen und dann wird die Belohnung weniger Mechanik oder dass du irgendwie anders restricted wirst, irgendwie aufgehalten wirst quasi, ja, dass du wirklich nicht so Geld machen kannst, wie du es dir gerade vorstellst, weil ja, 50% hoch klingt erstmal gut, ihr müsst aber auch beachten, wir wissen nämlich nicht, wie genau die das handeln werden, die Rennen wurden ja bereits kaputt genervt, das Highway-Rennen zum Beispiel wurde durch 6 geteilt, 50% sind da gar nichts, das ist immer noch viel weniger als der Ursprung dann und das gilt für viele andere Events auch, da wurde extrem genervt und runtergeschraubt, um halt den Spielern irgendwo den Spaß zu nehmen und wenn da jetzt 50% draufkommen, naja, ist wahrscheinlich nicht das, was man vorher verdient hat, aber warten wir es mal ab. Das große Juwelenrennen soll ja zum Beispiel auch 1 Million bringen. Ist jetzt die Frage, kann man es oft hintereinander fahren oder hat man dann da eine Beschränkung? Weil, ja, vielleicht kommt auch nichts davon, aber man ist mittlerweile so auf dem Trip, ja, die Leute, die Entwickler gönnen uns gar nichts und daran sind ja auch selber schuld, weil sie halt in der Vergangenheit auch gelogen haben. Es hieß nämlich auch vor einigen Updates dann, ja, wir werden in diesem Patch nichts nerven, am Ende wurden doch Rennen genervt, also entweder stimmt da mit der Kommunikation irgendwas nicht, dass die Community Manager halt auch irgendwie Informationen haben, die gar nicht stimmen und irgendwelche Entwickler da heimlich rumnerven. Manchmal könnte man sogar meinen, in diesem Team sitzen irgendwelche Spione oder so richtig James Bond mäßig und sabotieren Test Drive. Ja, wahrscheinlich hat Forza Horizon zusammen mit The Crew ein paar Leute dahin geschickt, um das Ganze zu manipulieren. Nee, aber man kommt sich irgendwie doof vor mittlerweile, wenn man denkt und sieht, ja, die machen vieles so Schönes und dann zerstören sie es im selben Zug. Ist merkwürdig. Ja, kommen wir aber auch noch zu positiven Dingen. Wie gesagt, es gibt Sachen, da sind die einfach sehr detailreich. Ich meine, das Spiel kann gut aussehen, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Dieses Spiel ist teilweise extrem schön und gut auflösend und so weiter. Das Problem sind halt wirklich teilweise Shader und Spiegelungen. Vor allem die Spiegelungen reißen das Game in ein tiefes Loch, wo viele sagen, die Grafik ist lächerlich und da haben sie natürlich auch recht. Es ist wirklich katastrophal teilweise, auch Schattenbugs und so weiter, aber wir kommen gleich noch dazu. Trotzdem kann das Spiel super geil aussehen. Vor allem auch Cruisen macht Spaß. Es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwann, zumindest versucht man daran wohl zu arbeiten, dass die Lobbys auf 8 Spieler erweitert werden, also nicht die Lobbys an sich, die sind ja schon größer, also die eigene Gruppe wird erweitert, plus Cross-Region und das kann dem Spiel natürlich mega helfen, wenn einfach mehr Aktivität auf der Map herrscht und die Gruppen allgemein größer sind zum Rumcruisen und so weiter. Das wird dem Spiel auf jeden Fall sehr helfen. Vielleicht sollte man auch überlegen, Meisterschaften wie in TDU 2 und so weiter zurückzubringen. Das wäre auch eine Möglichkeit, einfach mal nochmal ein bisschen Abwechslung in das Spiel zu bringen. Aber kommen wir mal zu meiner feinen kleinen Liste. Fangen wir an. Das sind nötige Verbesserungen, zum Beispiel Grafik. Ja, Grafikfehler bei schneller Fahrt unter dem Auto. Da haben wir immer so eine Art Geist, der hinter uns hergerissen wird, als wenn wir gleich hier die Schallmauer durchbrechen und keine Ahnung. Ja, es sieht immer ein bisschen eigenartig aus. Ist seit Release da, wurde immer noch nicht behoben. Ein großes Problem. Dann haben wir natürlich die Leistung an sich. Meine Grafikkarte zum Beispiel, ich habe eine 4070, kotzt hier und da absolut, ja, aus allen Nähten manchmal, obwohl, ne, es eigentlich nicht nötig wäre. Also mit Stream zusammen, klar, ist ein bisschen aufwendiger, aber trotzdem fast 100% Auslastung ist dann manchmal ein bisschen zu viel und das kommt so aus dem Nichts, weil teilweise spiele ich auch auf Ultra und habe da keine Probleme, aber ja. Dann haben wir Probleme mit Bürgersteigen und Felsen, die flackern manchmal rum. Dann die Spiegelungen auf den Autos sind halt, wie gesagt, super schlecht und matschig, genau wie das Wasser, also da haben wir echt Probleme. Dann das Wetter ist manchmal viel zu grell nach Regenstürmen und so weiter. Denkt man wird gleich von den Wolken erschlagen, der Himmel strahlt, als wenn Gott gleich hinuntergefahren kommt. Und ja, es ist wirklich
wild und andere Spieler sehen unter anderem auch Effekte bei anderen Spielern teilweise nicht, zum Beispiel Rauch und so weiter. Und ja, grafisch muss auf jeden Fall viel gemacht werden, aber da warten wir mal Season 5 ab, die Engine soll geupdatet werden. Hoffen wir mal, dass es nicht nur irgendwelche Filter sind und ja, wir regen uns auch bestimmt nicht darüber auf, dass in den Bildern einfach mal ein Schatten hinter irgendeiner Vase nicht zu sehen war. Das ist lächerlich, da gab es auch so einen Vorfall, aber egal. Ich bin gespannt, ob sie wirklich dran gearbeitet haben oder einfach nur Filter integriert haben. Ja, der legendäre Pissfilter von Most Wanted, der wäre doch eine Idee. Kommen wir zum Fahrverhalten. Einer der schlimmsten und größten Kritikpunkte überhaupt im Spiel. Schnelle Autos, vor allem Hypercars, brechen bei hohem Tempo extrem schnell aus. Sie verhalten sich wie auf Eis. Wenn du nach links lenkst, geht gefühlt das ganze Heck mit. Als wenn du mit Handbremse nach links gefahren bist. Also als wenn du einen Drift einleiten willst. Es ist wirklich lächerlich. Die Autos sind teilweise extrem verspoilert, haben aber null Anpressdruck, keine Bodenhaftung, Aerodynamik, alles nicht vorhanden. Ja, dazu kommt noch das Problem mit dem Radeinschlag. Der scheint ein bisschen zu niedrig sein, wodurch der Wendekreis bzw. auch der Lenkwinkel einfach, ja, der Lenkwinkel ist zu gering und der Wendekreis ist einfach riesig, als wenn du ein Containerschiff versuchst zu wenden. Also wenn du einlenkst, teilweise sieht es aus, als hättest du da so einen Einschlagbegrenzer drin und dadurch kommst du teilweise auch nur sehr schwer durch Kurven. Und ja, dann haben wir noch das Problem, zum Beispiel die Wände. Ja, wenn du mit Knallgas irgendwo rumfährst und eine Wand auch nur Millimeter leicht streifst, bremst die dich ab, als hättest du gerade einen Anker geworfen. Absolut nervig, wurde angeblich schon mal irgendwie genervt und weniger gemacht, ist immer noch ziemlich stark. Ergibt gar keinen Sinn, vor allem, wenn man damit Wallrides oder so entgegenwirken wollte, hat auch keinen Sinn, weil jetzt kann man einfach vor einer scharfen Kurve Vollgas draufhalten, dann nimmst du die Wand ein Stück mit und hast einfach, ja, dein Tempo weg und kommst besser durch die Kurve, als wenn du vorher abbremst. Sparst du auch Zeit, ist auch eine Art von Cheating, aber naja, was soll's. Ja, dann kommen wir doch zu der Fahrzeuggravitation, da denkt man sich auch, was ist denn hier los? Hat jeder bestimmt schon mal gemacht oder mitgekriegt, der das Spiel spielt. Hin und wieder hebelst deine Karre aus und die fliegt durch die Gegend, als würde sie nichts wiegen, wie so ein Papierflieger. Ich meine, es ist nicht schlimm, es ist lustig, aber dann doch am Ende doch irgendwo störend teilweise, wenn dein Auto für jeden Kack durch die Luft gefetzt wird. Also ja, auch da kein Anpressdruck teilweise vorhanden, da haut es sich einfach aus dem Leben. Keine Ahnung, wie man sowas durchwinken konnte. Ist sehr merkwürdig. Das Fahrwerk reagiert halt oft auch auf Bordsteine zu extrem. Ich meine, früher war es noch schlimmer, da sind die Autos richtig abgehoben am Bordstein, wurde ja schon ein bisschen genervt, aber hier und da gibt es immer noch Stellen in Rennen und so weiter, da haut's dein Wagen dann auch komplett aus dem Leben. Dann auf der anderen Seite haben wir Probleme mit den Fahrhilfen, die arbeiten nicht richtig, vor allem das ABS spinnt bei manchen Autos komplett rum. Ich habe zum Beispiel das ABS auf 100%, bremst, der Wagen fährt geradeaus, als wenn alle Räder blockieren, als wenn das ABS aus wäre. Und das ist ja nicht der Sinn vom ABS. Andersrum, wenn ich das ABS aus habe, arbeitet es nicht, ist ja auch richtig, manchmal aber dann doch. Auch merkwürdig. Also, ja. Das gleiche gilt für die Traktionskontrolle. Man hat da mehrere Probleme gleich. Manchmal arbeitet die auch nicht. Die Autos haben einfach einen Wheelspin. Du schleuderst da durch die Gegend wie so ein Esel. Hast aber auf der anderen Seite keine Rauchentwicklung und hörst auch die Reifen gar nicht quietschen. Meistens merkst du es nur an der Drehzahl, die auch irgendwie, ja, Drehzahlbegrenzer existieren da nicht. Aber auch da haben wir massive Probleme teilweise, dass die Autos sich seltsam verhalten. Also die Fahrhilfen sind dezent broke in diesem Spiel. Aber ja, so viel zum Thema Fahrverhalten. Kommen wir nochmal zu Quality of Life Dingen und technischen Dingen. Also da haben wir zum Beispiel den Design Editor, der muss dringend verbessert werden. Man fragt sich auch, warum es da eine Begrenzung in den Buchstaben gibt. Also ein Forza hat das auch nicht, also ich weiß nicht. Aber ja, wahrscheinlich haben sie die Designs nicht unter Kontrolle und man hat Angst, dass da komische Bilder gemacht werden oder so. Aber wer es darauf anlegt, kann es trotzdem machen. Ganz eigenartig. Der Editor an sich ist halt, naja, nicht so der Kracher. Ja, dann haben wir Probleme zum Beispiel mit dem Verkehr, der ist in den Gruppen meist nicht synchron und verschwindet einfach oder leckt durch die Gegend. Seit dem letzten Update ist er komplett allgemein broke, das Pathing der Fahrzeuge ist total schaden, die schneiden teilweise Kurven, fahren in irgendwelche Büsche oder irgendwelche Brücken runter oder in den Gegenverkehr. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen, habe ich so noch kein anderem Rennspiel erlebt, dass der Verkehr plötzlich zum Geisterfahrer mutiert. Aber warum auch nicht? Ist auch mal was Lustiges, ja. Was aber auch nervt, auf Hong Kong Island zum Beispiel, ständige Nässe bei Nacht.
Also irgendwie 9 von 10 Nächte haben da nassen Boden, obwohl es nicht geregnet hat. Wenn es geregnet hat, ist alles kein Problem, kommt vor, aber meistens wird es aus dem Nichts einfach nass. Die Straßen sind plötzlich nass und weil das System mit den Reifen auch völlig broken ist, fliegen deine Autos dann quer durch die Gegend. Da musst du auf Standardreifen wechseln lassen, ein bisschen Grip wieder, aber ist auch nicht der Sinn der Sache. Also muss man nicht verstehen, das ist auch im echten Leben nicht immer feucht in Hongkong über Nacht. Und dass die Straßen dann so klatschnass sind, ist einfach Quatsch, sollte man abstellen. Dann würde man sich wünschen, dass optische Schäden am Auto ein- und ausgeschaltet werden können. Allgemein sind die ja eh nicht so wild und manche Spieler haben dann lieber die ganze Zeit ein schönes, feines Auto, anstatt so einen Totalschaden, nur weil da wieder irgendeiner in dich reingefahren ist. Sollte man ausschalten können. Dann auch eine Kleinigkeit, die Kamera dreht sich langsam, wenn man langsam fährt. Warum das so ist, weiß man nicht, soll wahrscheinlich irgendeinen Show-Effekt haben. Wäre auch cool, wenn man das ein- und ausschalten kann, dass die Kamera sich so schnell bewegt wie bei voller Fahrt, wenn man steht zum Beispiel. Kann hilfreich sein, gefällt manchen besser, ist aber auch nur eine Kleinigkeit. Ja, dann haben wir nochmal die Wettkämpfe, hatte ich mir aufgeschrieben, sind sinnlos, weil die meisten betrügen und dann dafür belohnt werden. Ja, kann halt eigentlich verschwinden, dieser ganze Modus ergibt halt wirklich keinen Sinn. Sound von Fahrzeugen anderer Spieler sind auch nicht immer akkurat. Ja, wenn da einer an dir vorbeifährt, sollte sich das vielleicht so, ja, man weiß ja, wie sich das anhört. Irgendwie so. Ich will das jetzt nicht nachmachen, aber in der Regel hört es sich ungefähr so an. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, als wenn, ja, der Gegenspieler tritt aufs Gas und dann geht direkt in den Begrenzer. Es ist nicht akkurat und das ist problematisch, klingt und nervt auf Dauer. Dann haben wir noch diese wundervollen Lieferungen. Ja, der Schaden dort ist völlig übertrieben und bei manchen Events auch nicht zu umgehen. Ja, du fährst gerade zum Parkplatz hin, auf einmal hat dich da irgendeine unsichtbare Macht gestriffen und du verlierst 1% oder auf Ibiza brauchst du nur ein bisschen Sand berühren auf der Straße und wirst damit Schaden belohnt. Ja, oh nein, oh furchtbar, du hast Sandkörner an den Reifen, der Wagen ist nun wertlos. Ja, die KI, die hat immer noch kein Benehmen, ja, die ist teilweise ein bisschen langsamer geworden, fährt aber trotzdem teilweise auch so, als gäbe es keinen Morgen und klatscht dich einfach weg, die reagiert eigentlich nicht wirklich auf dich. Ja, dann Saat, funktioniert nicht wirklich, ne, gibt massive Probleme für manche Spieler dort. Auch ich habe in letzter Zeit mehrere Abstürze gehabt, teilweise sogar komplette Computer-Crashes, wo ich nur noch Blackscreen hatte und nichts mehr machen konnte. Ist ein bisschen problematisch mit diesem Anti-Cheat, sollte man mal ein bisschen genauer hingucken. Außerdem steht dieser ganze Haufen unter Verdacht, Daten zu saugen quasi. Es gab da einen Post auf Reddit, der leider aber auch nicht veröffentlicht wurde, da habe ich so meine Quellen. Und da ging es darum, dass Saat auf Geräte in deinem Netzwerk zugreift und quasi, ja, sich da auch Daten schnappt. Handys, sogar Smart TVs und so weiter. Dieser Post wurde nicht zugelassen. Ja, einige Leute, die da kritisch drauf geguckt haben, wurden wohl auch gehackt und zufällig sind genau die Chats dort verschwunden. Zufällig. Genauso ist der Saat-Mitarbeiter, der sich da ein bisschen doof angestellt hat bei so einem Kundengespräch, sage ich mal, plötzlich verschwunden auf Discord, taucht aber im selben, also im eigenen Saat-Discord wieder auf, nur mit anderem Namen und Profil, Bilder und so weiter sind aber gleich, da hat man sich vielleicht ein bisschen doof angestellt, wie viel da genau dran ist, ob das alles so stimmt, ist natürlich fraglich, ich habe damit im Grunde nichts am Hut, ich habe das nur so nebenbei mitbekommen und habe da so einiges zugesendet bekommen, aber ich beschäftige mich da auch nicht weiter, das wird sich schon regeln, denke ich mal, denn da sollte Testdrive auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen und das nicht unter den Tisch kehren, weil sollte das stimmen, ne, wir haben ja auch ein Problem da mit der Euler, wo TDU meint, alle Schäden an deinem Gerät, die durch das Spielen von ihrem Spiel entstehen können, haben die nichts mit zu tun, aber gut, das ist ein bisschen zu umfangreich, um darauf jetzt einzugehen. Auf jeden Fall wissen wir, rein rechtlich gesehen fallen die damit auf die Schnauze, soweit wir da schon mal nachgeschaut haben. Aber das wäre dann irgendwann mal ein anderes Video, sollten sich einige Verdachte da in der Hinsicht erhärten. Ja, außerdem funktioniert es scheinbar auch allgemein nicht, da immer noch Cheat-Zeiten beobachtet werden. Und ja, hat also am Ende keinen Sinn. Saat macht nur Probleme und sorgt für Unwohlsein bei vielen Usern. Dann kommen wir noch zu den Maps. Ja, das Casino, absolutes Highlight, hat
eigentlich, ja, oder existiert quasi nicht. Du fährst zu irgendeinem hässlichen Lagerhaus, daneben ist ein Helipad und wirst dann in irgendeine Fantasiewelt geflogen und da ist dann das Casino. Ja, man hätte auch einfach ein Gebäude dahinstellen können mit einer vernünftigen Auffahrt, schön, ne, luxuriös und so weiter, schön beleuchtet vielleicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht möglich war, weil, sagen wir mal, ja, rein rechtlich einfach nicht gewünscht war, dass in Hongkong so ein Casino zu sehen war, aber ja, dann hätte man da auch trotzdem so einen Anleger machen können, dass man mit einem Boot rüberfährt auf irgendeine Insel oder mit einem Flieger wie in TDU 2. Da gibt es einiges an Möglichkeiten, was man hätte machen können. Vor allem sollte man auch gucken, dass man das Casino von Ibiza aus zugänglich macht, wenn man in Zukunft Ibiza vergrößert. Denn wie gesagt, in Ibiza liegt viel Potenzial, finde ich. Da sollten die auf jeden Fall weiter dran arbeiten, da haben mehr Spieler drauf Bock, glaube ich, auch einfach, weil diese ganze Stimmung in der Map fröhlicher ist, weil es halt, ne, ein anderes Klima ist. Und dann hat man auch wirklich schön zwei Gegensätze. Dieses leicht gräulich verdunkelt, ja, dieses gräulich verregnete Hongkong Island und auf der anderen Seite das fröhlich sommerliche Ibiza. Ne, für jeden was dabei. Ja, auch die Map im Satellitenstil wäre cool, wenn die wieder so aussehen würde. Und Flughäfen sind ja auch so eine Sache. Jetzt ist natürlich auf Ibiza ein Flughafen gespawnt, da haben wir ja schon mal was zu gesagt in dem Video. Da wird weitergebaut, auch in anderen Regionen auf der Map wird ordentlich weitergebaut, aber ja, da machen wir nochmal ein extra Video zu. Und ja, das ist soweit einiges, was an dem Spiel noch problematisch ist. Es gibt noch viele andere kleine Baustellen und wir haben ja auch Year 2 vor uns, was vielversprechend ist. Aber im aktuellen Zustand kann ich immer noch nicht sagen, ja, gönnt euch mal Test Drive. Vor allem am PC, seid da vorsichtig wegen dieser Saatsache. Was da jetzt dran ist und was nicht, wissen wir nicht. Wird Test Drive klarstellen müssen. Da müssen drauf achten, dass die darauf aufmerksam gemacht werden, sollten sie aber eigentlich schon sein, denn zu ignorieren ist sowas nicht, denn früher oder später werden andere Leute da ein Auge drauf werfen und dann kommen die dann nicht mehr so einfach raus. Bleibt also noch immer so eine riesen Baustelle. Wir warten jetzt erstmal ab, wie sich Season 5 entwickelt. Sollte es dort wieder Einschnitte geben, die Spieler daran hindert, vernünftig zu grinden und so weiter, denke ich mal, heißt sich das Ganze erledigt. Klar, wir kriegen noch Real Estate und so weiter. Also Year 2 ist vielversprechend, aber es kommt darauf an, wie sich die Entwickler während der Entwicklung verhalten, was wieder genervt wird, was nicht genervt wird und so weiter. Und allgemein, was da so an Autos kommt. Also, ja. Fazit nach Jahr 1, keine größeren Entwicklungen. Ja, es ist ein bisschen Content dazugekommen, aber alles in allem immer noch dieselbe Baustelle, dieselben Fehler. Teilweise sogar wurde alles runtergenervt, sodass man da noch schlechtere Karten hat, aktuell Geld zu machen. Deswegen Season 5 abwarten. Keine Kaufempfehlung, also von mir. Ja, warum spiele ich es trotzdem noch? Ja, irgendeiner muss es ja machen. Ich habe es jetzt wirklich auch nur wegen dem Casino so viel gespielt. Wie gesagt, den AMG zu bekommen, war halt echt ein Krampf. Auf der anderen Seite haben viele, über 60 Länder, glaube ich, gar keine Möglichkeit, aufs Casino zuzugreifen und den Wagen zu bekommen. Und auch da wurde nicht nachgedacht. Man hat den Leuten keine Möglichkeit eingeräumt, an den AMG zu kommen. Das passiert dann irgendwann in Zukunft. Und ja, dass man da einfach nicht nachgedacht hat, ist auch wieder so ein Ding für sich. Die stehen da jetzt blöd da und gucken doof aus der Wäsche. Ja, es ist wirklich eigenartig, was da wohl intern so im Team abgeht. Es ist wirklich immer merkwürdig. Die Updates sind teilweise nicht fertiggestellt. Man kann ja auch nicht mal Geld auszahlen. Klar, jetzt kommt nur der Mid-Season-Patch mit den High-Stakes und ich prophezeie euch jetzt schon, man wird sich da wahrscheinlich die Hände verbrennen an diesen Automaten. Ich meine, die Gewinnchancen sind jetzt schon lächerlich. Du kriegst ständig irgendwelche Orangen da und so weiter. Seit dieser komischen Maintenance sogar noch weniger vom Gefühl her. Und ja, Test Drive hat weiterhin Potenzial ohne Ende. Es hat echt viele gute Seiten, vor allem beim Cruisen und so weiter macht es fast alles richtig. Wie gesagt, Grafik und so weiter, muss ein bisschen was passieren. Aber ja, sie haben es halt immer geschafft, in ihren Updates irgendwas mit einzumischen, was das Ganze runtergezogen hat, wie zum Beispiel Rennnerfs und so weiter. Und wenn sich das so weiterzieht, kann man es eigentlich vergessen. Dann verbrennen die da eigentlich nur Geld. Mikrotransaktionen sind ja jetzt auch möglich. Also ja, die Solar Parser, dazu muss man ja gar nichts sagen, die sind wirklich auch ihr Geld nicht wert, bis auf die Autos ist da eigentlich nur Müll drin, den man nicht braucht. Ja, okay, die Felgen gehen noch klar, aber sonst sind da eigentlich nur Kleider, Fingernägel und so ein Unsinn drin, wo man sich denkt in einem Rennspiel, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Was denkt ihr? Habt ihr Probleme mit Saat auf dem PC zum Beispiel? Habt ihr da irgendwelche merkwürdigen Beobachtungen gemacht? Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie hat sich in euren Augen Test Drive entwickelt? Und seht ihr jetzt noch ein bisschen zu, die nächsten Updates, und überlegt euch, ob ihr es kauft? Oder denkt ihr euch, ne, lasst stecken, ich warte lieber auf Horizon 6 oder so. Oder GTA 6, ja. Ich bin dann raus an der Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen und den Kanal zu supporten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wieder schauen und reingehauen.